Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Sebastian Sebastian, wo kommst du her? aus Frankfurt. Und wir haben uns gerade auf der Straße getroffen und ich habe gesehen, du hast die gleichen Utensilien wie ich und habe dich angesprochen und habe gesagt, hier sind die Utensilien by the way, dass ihr mal seht, wie sowas abläuft. Genau, Und du hast gesagt, du bist ein God-Influencer. richtig. Finde ich fantastisch. Seit Warum neuestem machst du würde ich das? mal Seit sagen. neuestem. Warum machst du das? Ich wurde eingeladen ich habe eine verrückte Tante, die heißt Danuta, kommt aus Polen. Und die Idee war, gehen wir mal auf das Jugendfestival in Polen, Letnica 2000. Und ich so, hä, was ist das? Warum soll ich so lange bleiben in Polen? Eigentlich hatte ich ganz andere Pläne. Und dann bin ich hingefahren und ich war überrascht. Also das waren über 20.000 junge Menschen. Also umgerechnet, die haben gesagt, sogar 70.000 Menschen waren da. Ich hatte es gar nicht mehr vorstellen können. Es waren so viele Menschen, die haben getanzt, die haben gesungen. So war sogar, als Regen und Sturm kamen, die haben trotzdem getanzt im Regen. Kann man sogar auf meinen Kanal schauen. Habe viele Fotos gemacht. Ich war der einzige Fotograf, der da irgendwie Fotos gemacht hat und das Ganze aufgenommen hat. Das war unglaublich. Also es war ein Anblick, wo ich gesagt habe, ich bin alleine wahrscheinlich dem Gott-Influencer. Nein, und ich habe festgestellt, es gibt sogar viel, viel mehr Leute. Vielleicht kennt ihr den, einen Theo Müller, der macht Sport, treibt viel Influencing und erzählt immer, was schlecht und was gut ist. Und er macht das richtig gut. Und mit dem werden wir auch dann noch Bergsteigen gehen mit etwa 100 Menschen, auch mit Bibelkurs und so weiter und so fort. So weit, so gut. Warum bin ich eigentlich in Medjugorje? Mich wurde, sagen wir so, ich habe es überhaupt nicht auf dem Plan gehabt. Ich bin eigentlich für Event- und Media-Management zuständig, habe meine eigene Firma, bin eigentlich sehr kompakt mit Terminen vollgepackt. Aber dann kam eine Botschaft aus Medjugorje direkt an mich gerichtet. Ich soll unbedingt vorbeikommen, um verschiedene Sachen, die mit mir rumschleppe, zu schneiden, abzuschneiden. Also hier ist es möglich, dass man wirklich seelisch von jeglichen negativen Einflüssen, Flüchen, die von Familien stammen, das wusste ich auch nicht. Es gibt Familien, die wahrscheinlich einem nicht gut wollen und dann einen verfluchen, auch wenn sie nicht wirklich gläubig sind, aber es ist ein Fluch. Und dieser Fluch muss geschnitten werden von einem Priester. Und der Priester, der hier lokal sitzt, ist nämlich Padre Petra. Das ist der Priester, der zugewiesen worden ist von den ganzen marianischen wie nennt man das? Bewegungen, beziehungsweise jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Hier gibt es ja meistens die marianischen Erscheinungen. Und er wurde ausgewählt als der einzige Patre in Medjugorje, der quasi dann die Geheimnisse erzählt, wenn was passieren sollte. Und genau der hat mich herbeigerufen, dass ich herkommen soll, um quasi all meine negativen Einflüsse zu schneiden. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Gerade er, warum er? Ja, und ich bin hergefahren und ich habe ihn getroffen, habe auch eine Botschaft von ihm erhalten, auch an die Jugendlichen, das werde ich auch noch hochladen. Ich habe viele Leute getroffen, wie Nancy und Patrick, die haben auch eine schöne Botschaft an euch. Man kriegt die ganz, ganz selten so vor der Kamera. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn das noch weitergeteilt wird. Wo kann dich die Leute erreichen? Also ich bin auf Instagram unterwegs. Mein Name ist etwas lang noch, da suche ich mir noch einen richtigen Namen dafür aus. Aber den Account tun wir in den Description, also in die Beschreibung des Videos findet ihr den Link zu seinem Instagram. Wenn ihr wissen wollt, Labastino_Photography. Ich bin eigentlich vom Beruf her Fotograf und Eventmanagement und habe das einfach mal. Ich habe erst normale Bilder von Tieren gemacht, dann habe ich Bilder von Models gemacht, dann schöne Bilder halt. Und irgendwann mal bin ich zu dieser Letnica gekommen und dann habe ich die ganzen Fotos gemacht. Und seitdem bin ich sehr inspiriert von beiden Seiten. Einmal wegen den Reisen, was man so erleben kann und gleichzeitig, was Gott so einem gibt. Man trifft nämlich auf seinem Weg, der manchmal sehr steinig sein kann. Deswegen bin ich auch zum Erscheinungsort, zu Maria gegangen, wo es sehr interessant ist. Ich meine, jeder denkt, oh, sportlich junger Kerl, anstrengend. Aber das war für mich eine innere Bekehrung, weil ich festgestellt habe, jeder Weg, den wir gehen, der ist steinig, der ist hart, der ist nicht einfach. Und manchmal muss man die steinigen, harten Wege nehmen, dass man zu Gott gebracht wird, kommt. Ja. Nichts ist Komfort, nichts ist einfach im Leben. Manche Steine sind da, die müssten einfach erledigt werden. Das sind Herausforderungen, das sind Meilensteine. Und wenn man einen Meilenstein
geschafft hat, ist es so wie ein Erfolgserlebnis. Man muss kein Multimillionär sein. Ich meine, mein persönlicher Vater, mit dem ich keinen Kontakt habe, er ist Multimillionär, hat viel, viel Geld. Aber ich sage eins euch, viel, viel Geld heißt nicht viel mit Herz und Jesus dabei zu sein. Mein Vater zum Beispiel hat leider nie Jesus kennengelernt, deswegen ist er nur auf Multimillionären und Geld geblieben. Das ist wie bei Patrick, der war Multimillionär, war Autobusinessmensch und so weiter und so fort. Er hat alles verkauft. Er hat wirklich alles verkauft, ist hier nach Medjugorje gekommen mit Nancy. Nancy sagte, ich will ein Schloss. Er sagte zu mir, promise me something. What? Promise me. Okay, I promise you. Never build a castle. Hat er recht. Ich habe jetzt gesehen, 40 Jahre sitzt er hier in Medjugorje, baut dieses schöne Schloss für Priester und für Seminare und für seine ganzen Erlebnisse und Zeugnisse. Und da sieht man, wie ein Mensch um 180 Grad sich wenden kann. Ja? Und das ist das Tolle. Ja? Nicht, dass es heißt, oh ja, die Leute, die alle Geld haben, die können sich alles leisten. Nein, die können sich zwar alles leisten, aber eins fehlt ihnen. Sie haben keine Liebe im Herzen. Sie sind leer im Herzen. Und sie sollten, wenn sie wirklich ihre Millionen haben wollen, sollten sie in etwas investieren, wie Medjugorje oder in anderen schönen Städten wie Fatima. Ja? Weil wir sehen, wie viele Freimaurerlogen umherum, sehr viel Böses dreht sich aktuell auf dieser Welt. Einer der Gründe, warum wir auch in Medjugorje waren, wir wollten wissen, ob wir eine Antwort bekommen, ob das Ganze hier noch Sinn macht und so weiter und so fort. Und wir sollen nicht aufgeben. Wir müssen jeden Mittwoch und jeden Freitag fasten. Wasser und Brot. Wir müssen wirklich beten. Jeden Tag Rosenkranz. Rosenkranz ist die stärkste Waffe überhaupt. Jeden Sonntag die Messe besuchen. Am besten jeden Tag die Messe besuchen, weil das ist das, was Maria von uns wünscht und verlangt. Wichtig ist es auch, ich habe auch mit einem sehr hohen Priester, auch einen Exorzisten und einem Kanonisten, also wirklich eine höhere Position. Er kommt aus Alaska, heißt Arola Bink. Der schult und lehrt Priester, schon 1000 im Jahr. Also ist wirklich ein Koryphäe, was es angeht. Und den haben wir gesprochen und getroffen in Fatima. Also ich bin sehr viel unterwegs, wie ihr seht. Fatima, Medjugorje, Israel 2011. Fatima vor 3 Monaten. Und er hat auch wörtlich gesagt, jede Woche sollten Beichten gehen. Nicht 2 Wochen, nicht 3 Wochen, nicht 4 Wochen. Jede Woche muss man beichten gehen. Schaut euch eine Gewissensforschung an. Ich habe auch sogar extra einen Kanal dafür. Schön eine Gewissensforschung in 5 Sprachen. Habe ich extra zusammengestellt. Kann man gerne nochmal in den Untertitel bekommen. Jede Woche ist eine Beichte Muss. Es ist die Pflege für deine Seele. Weil wenn du deine Seele nicht pflegst, kommen sie irgendwann mit dunklen Gedanken, mit jedem Scheiß, den du hast. Und seien wir ehrlich, du fühlst dich irgendwann mal niedergeschlagen, depressiv, hast eine Depression, willst gar nichts mehr machen, hast keine Lust auf mehr Menschen und so weiter und so fort. Das liegt daran, dass wir den Teufel, den unterschätzen wir. Er ist sehr intelligent. Alles, was wir jetzt gerade erleben, das ist Teufelswerk. Das hat kein Mensch gemacht. Kein Mensch kann sich sowas ausdenken, was gerade los ist. Einzig und allein ist es der Teufel. Und deswegen müssen wir Christen zusammenstehen. Deswegen sollen wir in Medjugorje, Fatima und sonst was, die Erscheinungen, die da stehen, einfach wahrnehmen und sagen, okay, Mana culpa, Maria sagt uns was, wir müssen das annehmen. Wir müssen es annehmen, es ist schwierig, weil wir immer Zweifel haben, wir haben kein Vertrauen zu Gott, wir wollen immer etwas von Gott haben, aber was machen wir für Gott? Wenn wir nicht mal die Bibel aufschlagen, nicht mal einen Tag mal in der Bibel lesen. Uns wird gegeben, dass wir jeden Tag die Bibel lesen, einen Vers uns auswählen und von diesem Vers dann, oder Psalm, und mit diesem Psalm sollt ihr beten. Das ist wichtig für euch. Ihr müsst einen Psalm auswählen und sagen, boah, der Psalm gefällt mir super toll. Ich habe sehr viele, also ich notiere sie mir immer wieder. Es gibt sogar viele Apps, die euch helfen. Nicht Apps, die irgendwelche Programme ausgedacht sind. Es gibt Leute, die haben wirklich coole Apps erstellt, wo man die Bibel hören kann, jeden Tag. Also jeden Tag gibt es eine Lesung und diese einfach immer anziehen. Und dann, wie auch der Pater gesagt hat, immer Vater unser. Vater unser ist das stärkste Gebet. Vater unser ist das stärkste Gebet. Dann gegrüßt es Maria und auch zu deinem Schutzengel, weil dein Schutzengel ist immer an deiner Seite. Egal was passiert, dein Schutzengel ist da. Darum wurden wir ja mit Seelen geboren. Ja,
Fantastisch. Das ist meins. Ja? Und du sagst auch Beichte, weil viele Leute haben Angst, zur Ja. Beichte zu gehen. Das ist eher Seelsorge, man fühlt sich frei danach. Für dich das Gleiche? Beichte Persönlich? ist mehr. Beichte ist mehr. Also Ja, Beichte erklär. ist wirklich, das ist nicht nur eine Seelsorge, dass du einfach zum Priester gehst und sagst, hier, ich rede über meinen Erzähl, Quatsch. ja, Das schön. ist, du musst wirklich eine Gewissensforschung anstreben. Also ich habe auf meiner Seite, gibt es extra ein Gebet dafür, bevor man muss eine halbe Stunde sich da vorbereiten. Da muss man in eine Gewissensforschung gehen. Gewissensforschung geht, dass du hast 7 verschiedene Hauptsünden. Diese 7 Hauptsünden musst du durchgehen. Das heißt, das ist nicht wenig, es ist viel. Wenn ihr euch wundern solltet, wenn ihr auf Telegram geht, dann habt ihr über 10 Kanäle drin mit 10 verschiedenen Kategorien. Da gibt es ein erstes Gebet, dann gibt es die Gewissensforschung, dann gibt es die Hauptsünden, dann gibt es die weitere Sünden, es gibt unterschiedliche Sünden, dann die 10 Gebote. Ihr müsst das alles durchmachen. Und dann geht ihr zum Priester und sagt, und das Beste ist, die Priester sagen das nie, das ist das Traurige, macht euch eine Liste, schreibt euch alle Sünden auf und dann liest es vor. Ob euch das peinlich rüberkommt oder schämen sollt. Nein, ihr müsst euch nicht schämen. Seid einfach ehrlich zu und sagt, hier, das sind meine Sünden, das würde ich gerne Ihnen vorlesen. Der Priester kann damit viel, viel mehr anfangen als das Gewirre, was ihr von euch gibt. Und das ist das, was passiert. Ihr werdet euch klar, was ihr falsch gemacht habt. Und ihr könnt in Zukunft damit besser umgehen. Und daran arbeitet ihr mit diesem Zettel. So, das ist wie eine Checkliste für euch. Es ist auch eine Checkliste für den Priester, was er mit euch schon besprochen hat. Ihr müsst also nicht irgendeinen Priester auswählen. Sucht euch einen Priester aus, mit dem ihr euch konsequent jedes Wochenende trifft und sagt, das und das und das ist vorgefallen. Das und das habe ich verbessert. Dann sieht der Priester, ihr bemüht euch. Ihr wollt diese Sünden nicht wiederholen. Und das ist das Wichtigste. Die Sünden sind wie große, schwere Steine mit Ketten, die an eurer Seele drangehangen ist. Und sie diese Steine ziehen euch in den Abgrund. Ihr wollt nicht in den Abgrund, ihr wollt fliegen, ihr wollt zum Himmel kommen, aufsteigen. Ihr wollt fröhlich sein, die Fülle vom Leben haben. Richtig. Und ihr müsst sehen, die Beichte ist sowas wie Kettensprenger. Die sprengen alle Ketten, die um sie herum sind, die euch fesseln. Ja? Das Gefühl der Enge, das Gefühl der Depressionen, das alles schwindet. Man muss einfach mit Gottes Mutter Maria, mit Jesus. Und wenn ihr wirklich Männer seid und Männer suchen nach etwas Starken, einem guten Vorbild, sucht ihr euch keine irdischen Vorbilder. Der einzige irdische Vorbild, den ich euch empfehlen kann, ist Heiliger Josef. Heiliger Josef, warum? Er war der Beschützer von Jesus, er war der Beschützer von Gottes Mutter Maria und gleichzeitig war er Beschützer von Gott, weil Gott wurde zu Mensch, also Jesus. Also welchen Vorbild wollt ihr denn sonst nehmen? Er war fleißig, er war ein Zimmermann, er war ruhig, er war nicht aggressiv. Also wozu diese Aggression immer, die hier immer gepriesen wird, überall. Wir müssen Macht haben, wir müssen Gier haben, wir müssen Zerstörung, wir müssen alles. Nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Josef hat das uns gezeigt. Als die Feinde näher kamen, hat er für sie gebetet. Wir müssen für die Feinde beten. Feinde können Freunde werden. Das ist wichtig. Fantastisch, was du sagst. Unglaublich, weil genau Josef ist für die heutige Zeit, vor allem für uns Männer, wo unsere Mannheit ist angegriffen durch diese ganzen Theorien Richtig. wie Feminismus, Also- Macho-mäßig. Ich habe mich Ja? extra ein bisschen zurückgehalten wegen dem ganzen Zeug, weil YouTube Ist ist, auch gut sehr, so. YouTube Genau. ist sehr zensiermäßig unterwegs, deswegen wollte ich das nicht so sehr sagen. Genau. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Josef ist der Mann, der uns verkörpert, der uns verkörpern sollte. Das heißt, wir Männer sollten uns an Josef ein Beispiel nehmen. Es gibt die Novenne zu Josef, das ist die 30-tägige Novenne, die habe ich gemacht. Jungs und Mädels, Mädels, wenn euch das interessiert, Jungs, wenn euch das interessiert, mal richtige Männer zu werden, dann ist der heilige Josef, die 30-tägige Novenne, eine der härtesten Novennen überhaupt. Glaubt mir, ich habe es gemacht und ich würde es wiederholen. Wenn wir wollen, können wir sogar einen Josef-Kurs starten, wo wir alle zusammen beten. Weil das ist wirklich anstrengend. Das ist kein Kinderspiel. Kinderspiel. Aber das ist ja so. Josef war ein harter Kerl, aber ein liebenswürdiger Kerl. Er hat seine Frau mit Samthandschuhen angefasst. Aber gleichzeitig zum Jesus ein harter Vater gewesen. Er hat ihm gezeigt, was ein Vater sein muss. Und er hat uns gezeigt, wie Jesus dann zu uns war. Ein netter, liebevoller Vater, aber auch hart und gerecht. Schön, wie du sagst. Und das Rosenkranzgebet, ist das für dich wichtig? Oh ja, oh ja. Also Warum ist es für dich so wichtig? mir wurde es erklärt von Nancy und Patrick. Das sind diejenigen, die der hier seit Rosenkranz? 40 Jahren
die seit 40 Jahren hier leben. Ja? Auch wir in Polen, ich bin ein ursprünglicher Pole, das heißt, meine Wurzeln kommen aus Polen, aus Breslau. Wir haben Częstochowa, die schwarze Madonna. Und sie ist unsere Königin. Sie hat das wortwörtlich gesagt. Unsere Gottesmutter Maria ist die Königin von Polen. Und das haben wir akzeptiert, unsere Regierung, alles drum und dran. Jetzt haben wir eine Regierung, die genau das Gegenteil macht, was sehr schlecht ist. Aber wir Polen und auch generell die Welt soll wissen, dass der Rosenkranz die stärkste Waffe gegen den Teufel ist. Auch die stärkste Waffe gegen alles, was schlecht ist. Wenn ihr euch schlecht fühlt und wenn ihr merkt, dass irgendwas euch angreift, dann nehmt den Rosenkranz, fangt an zu beten. Es sind 5 Geheimnisse. Ja, wir haben die lichtreichen Geheimnisse, wir haben die glorreichen Geheimnisse, wir haben die schmerzhaften Geheimnisse. Das sind die Geheimnisse, die uns Maria offenbart hat. Und diese sollen wir beten. Jeden Tag gibt es ein anderes Geheimnis, was ihr beten sollt. Und für mich ist Rosenkranz das Gebet, wenn man wirklich Unterstützung braucht. Wenn man wirklich eine starke Unterstützung braucht von Gottesmutter Maria. Und Gottesmutter Maria, das hat Jesus uns so gesagt, anvertraut, die Gottesmutter Maria ist nicht einfach Gottesmutter Maria, es ist eure Schwester, es ist eure Mutter und so weiter und so fort. Sie wird hinter euch stehen, wenn ihr zu ihr betet. Ihr müsst aber zu ihr beten, dass sie euch helfen kann. Denn alles, was Schlechtes ist, ob ein Krieg oder sonst was kommen sollte, ihr seid geschützt. Ihr müsst aber Gottesmutter Maria anbeten, ihr müsst Rosenkranz nehmen in die Hand und sagen, ich bete für sie. Und also, um das klarzustellen, sie betet, wie soll man sagen, sie hält dann, wir beten die nicht als Göttin an, Nein. Sie hält Fürbitte bei Jesus, bei ihrem Sohn. Das ist der feminine Weg. Richtig. In der katholischen Kirche zu Jesus. Deswegen finde ich das totaler Nonsens, wenn Frauen sagen, ach, die Kirche, die ist gegen Frauen und so weiter und so fort. Wenn sie wirklich wüssten, die Kirche waren die Ersten, die eigentlich diese Frauenrechte eingefordert haben. Und die Frauen beschützt haben, gleiche Ebene gestellt haben. Richtig. Und da die Gottesmutter Maria so gesehen die zweitwichtigste Person in der Kirche ist, nach Jesus. Ja? Also Jesus, Gottesmutter Maria, Josef. Ja? Das sind die wichtigsten Personen, das ist die Familie. Es geht um die Familie hier. Es geht nicht nur um die Dreifaltigkeit, Heiliger Geist, Jesus und Gott, sondern es geht auch um die Familie. Wir schützen die Familie. Josef, Jesus und Gottesmutter Maria, das ist eine Familie, das ist das Bild, was wir haben sollten vor Gesicht. Deswegen sollen wir Josef nehmen als der Vorbild, dass wir ein guter Vater sind für unsere Kinder, ja, ein guter Gläubiger und gleichzeitig, dass wir unsere Familie schützen. Ja, nicht nur Larifari, ein bisschen Spaß haben, Gier ausleben, Wollust haben, sonst was. Leute, ich habe das alles schon durch, ich bin 34 Jahre alt, ich habe vieles gemacht, was ich nicht machen sollte und stelle fest, das bringt nichts. Ich bin nicht verheiratet, ich suche jetzt noch eine Frau. Ich bete, ich bin auch hier nach Medjugorje gekommen, um einfach meine Fürbitten zu sprechen, dass alles in meiner Familie sich verbessert, dass wir Probleme lösen können, die uns auseinandergetrieben haben, dass ich eine Frau zum Leben finde. Ich will ungern alleine sein. Und Fakt ist, wir haben schon so viel Gutes bekommen. Also wenn man hier sein darf in Medjugorje, es ist noch kein Krieg und sonst was, dann wissen wir, dass unsere Gebete noch erhört werden. Ja? Und was würdest du sagen, Leute, warum sollen die mal nach Medjugorje kommen? Also wenn ihr nach Medjugorje kommen wollt, dann gebe ich euch einen kleinen Tipp. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Macht diese Gewissensforschung, macht diese Generalbeichte hier, kann man hier Generalbeichten machen. Weil hier gibt es wirklich Priester mit Charisma, die man so nicht erlebt. Ja? Wir wissen, wie in Deutschland in den Gemeinden aktuell so ist. Es ist ein bisschen leer, ein bisschen da, weil die Priester vergessen haben, dass sie eigentlich die sind laufende Wunder. Ja? Sie sind laufende Wunder, die eigentlich uns beschützen sollten. Sie sollten uns annehmen, sie sollten uns lieben, sie sollten uns die Liebe Jesus Gottes und Maria uns weitergeben. Und das haben manche ein bisschen vergessen wahrscheinlich. Man muss auch in Deutschland einfach sagen, das hat mir eine Nonne erklärt, wir müssen für die katholischen Priester beten und zweitens, sie sind so zugepumpt mit administrativen Sachen, dass sie überhaupt keine Zeit mehr für die Seelsorge haben. Also beten wir für unsere katholischen Priester, für die Struktur in der Kirche in Deutschland, dass sich das ändert, dass diese Seelsorge wieder ins Zentrum rückt. Richtig.
und irgendwie das andere, einfach, dass dieses Problem mit der Administration gelöst wird. Ich weiß auch nicht wie, aber wir beide beten das jetzt hier in Medjugorje, ihr könnt euch anschließen. Genau. Und Aber ja, hier ist ein ganz anderes Erlebnis. Ihr erlebt international, also hier ist wirklich viel international, national, alles ist da. Also von Thailändern bis zu Chinesen, bis zu Japanern, bis zu Russen, Ukrainern, Polen, Deutschen. und alle keiner sind ist da. ausgeschlossen. Keiner ist ausgeschlossen. Obwohl wir diese angeblichen Kriege haben und führen. Die Russen sind da, die Ukrainer sind da, die tanzen, sie singen zusammen. Passiert nichts. Die Deutschen, die Polen, die Engländer, sehr viele Engländer, viele Rumänen sind hier. Also hier Libanesen, ist alles, Israelis sind da. habe ich auch gesehen. Ja, Und ich bin überrascht. Ich bin überrascht, wie diese, auch wenn man zum Beispiel Rosenkranz betet. Es sind über tausende Menschen, die da sitzen und Rosenkranz beten. Das zeigt, was für eine Wirkung das hat. Die beten alle gemeinsam die Messe, obwohl es in Deutsch, Polnisch, Englisch oder sonst was gesprochen wird. Die beten alle gemeinsam Rosenkranz. Das ist ja das Tolle, das vereinigt. Hier gibt es Erscheinungsorte oben auf den Bergen. Es gibt die Križovica. Križevac ist Genau. der Kreuzberg, Podbrodo ist der Erscheinungsberg, kann man Richtig. hochwandern. Ja? Dann gibt es viele schöne Orte, wie auch Alkoholabhängige und Drogenabhängige zu Gott gebracht werden. Ganz Cenacolo. wichtig, Cenacolo. Cenacolo. 90% Heilung. Ja. Schwester Elvira, schaut die Cenacolo-Gemeinschaft, Community an. Das kann man im Internet finden. Das ist eine Epidemie auf der ganzen Welt. Ja. Okay, ihr kennt bestimmt Leute, die Extremst. sexabhängig, drogenabhängig, gambleabhängig, kaufsüchtig, was auch immer. Geht auf diese Webseite, informiert euch. Es gibt Hilfe auf dieser Welt dafür. Also Cenacolo ist einer der schönsten Orte, wo man sagen kann, wenn man Männer und Frauen erleben möchte auf einer neuesten Art und Weise. Die werden abhängig von verschiedenster Weisen Sachen. Ich war auch zeitlang von vielen Sachen abhängig, bis ich mich davon getrennt habe. Deswegen, es braucht einen Priester, der das Ganze trennt. Also es gibt unterschiedliche Priester, unterschiedliche Charismen, aber wichtig ist es, dass man die Beichte ablegt. Der erste Step ist die Gewissensforschung. Der zweite Step ist die Beichte. Und der dritte Step ist, einen Priester zu suchen, der das Ganze abschneidet von euch. Dann seid ihr wirklich frei von all dem. Ob das jetzt ein Exorzist ist, noch besser. Ja, einen Exorzisten zu finden ist schwierig. Die sind immer voll beladen. Aber ja. Und der macht einfach, es ist nicht wie im Kino, der macht Nein. Befreiungsgebete. Richtig. Einfach zu sagen, Sachen zu lösen. Wir kennen das ja alle, dass wir uns irgendwie bedrückt fühlen, wie auch immer. Und wir kämpfen nicht gegen Menschen oder gegen Gruppierungen, das ist ein spiritueller Kampf. Gegen Geister, einfach, wo er sagt, wenn ihr ängstlich seid, die ganze Zeit ängstlich seid, dann spürt er, irgendwas ist nicht in der Balance. So zum Beispiel könnte man es erklären. Oder ihr habt Impulse, sexuelle Impulse und könnt es nicht in den Griff kriegen. Über solche Sachen reden wir hier. Ja? Und toll, wie du es erzählst, wir werden die ganzen Links, auch sag nochmal das Link zu diesem polnischen Festival. Letnica 2000. Genau, den Link werden wir auch in die Beschreibung Also von den Videos. da kommen nicht nur Polen hin, da kommen auch Deutsche und Italiener, habe ich gesehen letztens. Also, meiner Culpa, da waren sehr viele Leute da. Also ich war echt überrascht. Und wir beide beten für euch hier in Medjugorje, dass dieses Video für euch Frucht trägt. Und was sagen wir? God bless you all. Gottes Segen aus Medjugorje. Genau.